The following is the biggest WrestleMania match of all time! Winner take all championship unification! Introducing first, accompanied to the Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Introducing first, the GOAT that slays a beast, the reigning, defending, undisputed WWE Universal Heavyweight Champion, ersten Gedankenspiele von Paul. Brock freut sich. Ihm kann's egal sein. and his opponents from Minneapolis. Ein bisschen tut mir Mike Rome schon leid. ladies and gentlemen, the Cowboy Country ass kicker that's gonna kick your ass tonight, the reigning, defending WWE Heavyweight Champion of the world, Also, wenn du nicht eingeheizt bist auf dieses Match, dann weiß ich auch nicht mehr. »55 Mal war ein World Champion Titel auf dem Spiel bei WrestleMania. Aber zum allerersten Mal werden die vereinigt. Das Main Event von einem unglaublichen WrestleMania-Wochenende. Und das Match, worauf wir alle warten. Das Main Event der Main Events. Schau dir das an, dieser Heavyweight-Kampf. Brock Und Lesnar. Brock sagt gleich mal, na, ich nehme die Handschuhe ab. Beide Männer können dich mit nur einem Manöver bezwingen. Oh, Brock, der Erste, der zuschlägt. Konzentriert sich sofort auf den Magen, auf die Rippen hier von Roman Reigns. Immer noch angefressen von dieser Attacke bei Madison Square Garden. Oh Gott! Drängt ihn in die Ecke. Shoulder Thrust hinterher. Eines ist klar, das wird eine Schlacht. Das wird ein Krieg werden. Und Lesnar mit Leichtigkeit. Dominiert in den ersten paar Sekunden hier. Ja, Lesnar sieht mir ein wenig entspannter aus, ein wenig cooler als Roman Reigns. Die Miene hat sich bei Roman Reigns sofort verändert. Oh, als die Handschuhe abkamen und jetzt erstmal der Belly-to-Belly-Overhead Suplex. Selbstsicher ist Brock Lesnar unterwegs. Und ich hatte die Frage, ob Paul Heyman vielleicht im Kopf von Brock Lesnar war, aber ganz und gar nicht. Und noch einer. Ich glaube eher, dass Brock Lesnar im Kopf von Paul Heyman ist. Ja, da hast du recht. Und schau dir Brock an mit Anlauf und ein Hieb. Er schickt Roman Reigns außerhalb des Ringes. Zwei Athleten, die in ihrer bester Form sind. oh my God!
Paul Heyman. Ja, da ist eben, wo es schief gehen könnte für Brock. Er darf sich nicht so viel mit Paul Heyman spielen. Konzentrier dich auf Roman Reigns. Und da ist Roman Reigns mit dem Spear durch die Absperrung. Und genau davon haben wir gerade gesprochen. Und was hat das gekostet? Da die Ablenkung und Roman nutzt sie eiskalt aus. Schickt damit die Bestie durch die Absperrung. 3-3. Paul Heyman spielt dieses Spiel perfekt. Ringrichter ist jetzt bei 6. Und auf Spaghetti-Bein ist Brock Lesnar, muss so schnell wie möglich in den Ring kommen. Mit einem Countout, das wär's. Und gerade eben bei 10 wieder rein. Vergessen wir nicht, eine Titelvereinigung. Das heißt, mit einem Countout-Disqualifikation, der Sieger nimmt beide Titel mit nach Hause. Spear! Spear! Was das? 1, 2 und Lesnar kommt raus. Gerade eben, Roman Reigns kann es nicht fassen. Hier Kann es nicht fassen, Jan. Perfekt ausgeführt, das Spear. Zuerst gab es den bei der Absperrung, dann den im Ring. Nun wird die Faust aufgeladen, der Superman Punch soll folgen. Lesnar ist im Visier. Er ist in Gefahr. Roman, Superman Punch und Lesnar wieder zu Boden. Jetzt ist Roman Reigns gut unterwegs. Und nochmal. God Mode ist aktiviert. Und zweiter Superman Punch. 2 Spears, 2 Superman Punches musste Brock Lesnar schon einstecken. Riesengefahr für Brock Lesnar und da sieht man es nochmal. Perfekt ausgeführt von Roman Reigns. Ein guter Grund, warum er seit 581 Tagen Universal Champion ist. Und Lesnar lacht. Mit einem riesen Grinsen. Oh, ausgetäuscht. Oh! German Suplex. Und noch einer. Ja, offensichtlich angeschlagen, aber die Kraft ist trotzdem da für die Bestie. Spürt die Spears in den Rippen. Aber wenn jemand weiß, wie man damit umgeht, dann ist es Lesnar. Es macht ihn nur noch gefährlicher. Gefährlicher und ein wenig wütend. Und so blitzschnell kann sich ein Match zwischen diesen beiden Männern drehen. Absolutes Spektakel in diesem Vereinigungsmatch der Titel. Bei 5 German Suplexes sind wir jetzt schon. Und Brock genießt das. Besonders wenn es langsam unterwegs ist im Match. Schön methodisch. Er kann sich erholen und weiterhin den Gegner bestrafen. Er mag ja auch diese Schlachten. Warte mal, F5-Versuch geht nach hinten. Wieder in den Magen, noch ein Superman-Punch. Ist das jetzt der dritte Superman-Punch? Lässt sich hier feiern, der Tribal Chief. Und ich glaube, er ladet auf für ein weiteres Ausrufezeichen. Und läuft direkt abgefangen in den F5. Und war's das? 1, 2,
raus. Du kannst sagen, was du möchtest über Reigns, aber was er für Widerstandsfähigkeit hat. Da ein perfekt ausgeführter F5. Konnte so viele Superstars damit wegstecken. Und Roman kommt raus. Ein Grund, warum einer der erfolgreichsten Kampfsportler aller Zeiten ist. Und jetzt spürt man, die Spannung steigt hier. Wieder auf den Schultern. Reigns. Ja, Reigns Augenkratzer. Ja, Ratscher aus durchs Gesicht. Oh ja, wäre fast daneben gegangen. Und Spear. Er konnte nochmal vermeiden, dass Brock hier mit den Ringrichter zusammengestoßen ist, aber dann der Spear. Oh nein! Ein Low Blow. Und Reigns nutzt es aus, dass der Ringrichter zu Boden gegangen ist und jetzt Aufpassen, auch noch. aufpassen. Da werden Erinnerungen wach. Früh bei dieser Rivalität. Und mit dem Titel. Und das muss Und es doch sein. nicht so. Doch nicht so. 1, 2. Und Lesnar wieder raus. Und Lesnar wieder raus. Wie denn? Reigns wollte die Abkürzung nehmen, besonders mit dem Manöver. Zuerst der Low Blow und dann mit Titel in Hand wischt er über den Kopf von Lesnar. Wir dachten, das muss es sein. Und bei 1, bei 2, aber in allerletzter Sekunde kriegt Lesnar die Schulter angehoben. Was muss Reigns tun, um Lesnar hier wegzustecken? Und das haben wir öfters gesehen von Reigns in den letzten 2 Jahren. Was passiert, wenn er anfängt zu sprechen? Das hat meistens böse Folgen für seinen Gegner. Anlauf. Mega Anlauf und Spear in den Rücken von Lesnar. 1, 2. Ja, aber Lesnar hat die Seile. Er hat es ähnlich gemacht wie ein Bobby Lashley früher am Abend. Hat gesehen, dass Lesnar seinen Rücken so nicht Aber beschützen konnte. Oh. Schau dir mal Lesnar an. Der taumelt hin und her. Reigns guckt es aus und noch ein Spear. Und Warte. Kimura sitzt drin. Hat da eine Falle gesetzt. Falle inmitten des Ringes und der sitzt fest. Muss Roman Reigns hier abklopfen. Schau dir die Augen an. Die weit aufgerissenen Augen. Lesnar lässt nicht locker. Reigns kann nirgendwo hingehen. Er muss doch abklopfen. Und schau dir das Bein an. Lesnar blockt das Bein von Roman Reigns, was Reigns sich überhaupt nicht bewegen kann. Zieht sich mit Fingerspitzen in Richtung Seil und kommt gerade eben noch ran. Bei 4 nutzt den Count. Das heißt, das Match geht weiter. Aber die Frage ist, wie schwer ist Roman Reigns verletzt? Bauchhang Lesnar. Warte mal. Roman Reigns sagt, dass es seine Schulter ist. Seine Schulter? Er sagt, seine Schulter ist ausgerenkt. Von dem Kimura. Ich meine, das hat Roman Reigns ja aufgeopfert, ohne aufzugeben. Und Roman hat nur mehr einen Arm.
Reigns mit dem Spear! Reigns mit dem Spear! 1, 2, 3! Roman Reigns! Here is your winner and the undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns! Absolut schockierendes Ende. Lesnar hat die Schulter von Reigns ausgerenkt. Und Reigns antwortet mit einem weiteren Spear. Kaum kann er den Titel in die Luft heben. Aber nichtsdestotrotz, Er hat sein Versprechen gehalten, Calvin. die Titel sind vereint.